Hallo zusammen, hier ist wieder ein neues K-Pop Reaction Video. Und heute haben wir eine richtig große Gruppe vor uns. Und zwar geht es um NCT. Vielleicht hat der eine oder andere schon mal was von NCT gehört und hat irgendwie nicht ganz kapiert, worum es geht, weil auf jeden Fall ging es mir so am Anfang. NCT steht für Neo Culture Technology und es ist sehr schwer zu sagen, wie viele Bandmitglieder es eigentlich gibt, weil das wechselt. Derzeit sind es 18, passt vielleicht auch zu dem Thema, weil NCT hat 2018 jetzt auch endlich als gesamte Einheit ein Album rausgebracht. Und um dieses Album geht es auch heute, denn zu diesem Album gibt es verschiedene Singles bzw. Musikvideos von den verschiedenen Untergruppen. Und jetzt ist es kompliziert und deswegen versuche ich das jetzt mal alles möglichst kurz zu erklären. Also NCT ist praktisch der übergeordnete Name von dieser Gruppe, von dieser Boyband. Und darunter gibt es verschiedene Einheiten. Es ist offiziell als eine Projektgruppe ins Leben gerufen worden. Die schon länger im K-Pop dabei sind, kennen das vielleicht von After School. Und auch hier war das so, dass praktisch immer Mädels von dieser Gruppe ja graduiert sind. Also sie sind praktisch reingekommen, haben eine Zeit lang promotet und sind dann wieder gegangen. Und dafür sind dann neue zurückgekommen. Und das war eigentlich auch, was bei SM Entertainment eben passieren sollte mit der Gruppe Super Junior. Wer sich noch erinnern kann, Super Junior, als sie debütiert sind, hießen eigentlich Super Junior 05, weil sie 2005 gegründet wurden. Und dann sollte es eigentlich ein 06, 07, 08 und so weiter geben. Hat dann nicht funktioniert, weil die Jungs gesagt haben, nee, wir wollen eigentlich so als Gruppe bleiben. Das heißt, NCT wurde 2016 offiziell gegründet. Und es gibt verschiedene Subunits, also Untergruppen, die immer wieder Musikvideos machen und promoten. Momentan ist der Stand, dass es als Untergruppen NCT U gibt, NCT Dream und NCT Elite. Und jetzt praktisch noch NCT 2018, was aber nur 2018 ist, weil dann gibt es wahrscheinlich nächstes Jahr 2019 und das ist dann wieder anders. Und das Album heißt NCT 2018 Empathy. Und dazu gibt es 6 verschiedene Musikvideos. Ja, sie haben tatsächlich 6 verschiedene Musikvideos gedreht, für jede Untergruppe eins, um eben das zu promoten. Und heute fangen wir aber erstmal mit einer Gruppe an, und zwar mit NCT U. Und das ist eigentlich schon die komplizierteste Gruppe, weil NCT U hat insgesamt 4 Musikvideos. Ich habe mich entschieden, dass ich Boss nehme. Ich mochte NCT U eigentlich schon, als sie das erste Mal mit einer Single rausgekommen sind. Sie waren eigentlich auch die ersten, die als NCT überhaupt, also mit dem Namen NCT überhaupt debütiert sind. Und ich mochte Ilgoponte, also The Seventh Sense. Ich fand das richtig cool, es war einfach so mal ein neuer Stil. Und jetzt würde ich wirklich gerne mal wissen, was sie daraus gemacht haben, wie es jetzt mit NCT U weitergehen wird. Wenn ihr mal alle 4 von diesen neuen NCT U MVs anguckt, werdet ihr auch merken, dass unterschiedlich viele Bandmembers immer in den Musikvideos zu sehen sind, weil je nach Lied ist eine andere Besetzung von NCT U, denn das U steht für United, also finden sich da immer wieder alle zusammen. Es ist kompliziert, ich habe es schon erwähnt. Trotzdem lasse ich mich jetzt einfach mal drauf ein. Okay, der Anfang gefällt mir schon mal sehr gut. Den Taeyong kenne ich wenigstens. Den kann man auch immer wieder erkennen. Oh, das sollte schon was sein. Okay, es ist schön, dass es nicht nur im Studio, sondern wirklich auch außerhalb. Diese Tür. Oh, das ist auch richtig cool. Oh, es gefällt mir jetzt schon. Ich glaube, einfach die Ästhetik gefällt mir jetzt schon. Dieser Mantel von Taeyong sieht toll aus. Oh mein Gott.
Okay, Mark kenne ich auch und Mark mag ich tatsächlich, weil ich finde auch, dass er ein sehr guter Rapper ist. Der ist neu, ich weiß, ich kenne seinen Namen nicht, aber das ist der, der aussieht wie Minno von Shiny. Oh, der sieht richtig gut aus! Oh Gott. Ist das da wirklich der? Keine Ahnung, ich check's nicht. Oh, das ist schöne Augen. Oh, oh mein Gott. Oh, die Ästhetik. Oh Mark! Oh, das sah so richtig cool aus. Oh mein Gott, okay, ich muss gleich nochmal angucken. Feuer! Feuer! Taeyong hat so einen bestimmten Stil immer wieder. Super interessant. Oh Gott, Uniform! Oh, Scheiße! Okay, oh, okay. Oh, die Outfits. 1A. Oh, Winner! Oh Gott. Ich wusste es! Okay, sag ich gleich nochmal. Okay, was ich gerade sagen wollte, bevor ich es vergesse, es werden solche Kugeln gezeigt, die aussehen wie so Steinkugeln und ich dachte, vielleicht ist das die Welt. Und dann kamen die jetzt am Ende noch so von oben runter und das sah schon ein bisschen cool aus und ich glaube, das könnte wirklich die Welt sein. Okay, ich kenne also wirklich nur so 4 oder 5 Bandmembers kenne ich von NCT insgesamt und deswegen auch von NCT Uno super wenig. Eine gute Freundin von mir ist sehr, sehr großer NCT-Fan. I'm sorry, ich gebe mir Mühe. Ja, also was mir schon bei NCT U beim ersten Mal aufgefallen ist, und das ist hier eben gleich geblieben, ist es so ein bisschen düsterer, vielleicht auch sehr, sehr choreografielastig, finde ich echt ganz gut. Und das hat auch so einen, ja, leicht urban Vibe auch. Nicht zu krass, aber, also das darf man jetzt nicht erwarten, dass es richtig stark ist, aber so ein bisschen. Aber, oh mein Gott, diese Ästhetik sieht so, wow, ist so gut gemacht. So schön, also diese Mixtur aus diesem harten Beton und dann diese Pflanzen, die auch noch drin wachsen. Das fand ich gerade richtig, richtig cool. Und dann auch natürlich das Freie und dann wieder diese Räume innen drin. Irgendwie hat das wahrscheinlich auch durch ja, das Setting, beziehungsweise vielleicht eher durch die Outfits der Jungs auch irgendwie was ganz, ganz Zartes. Aber trotzdem hat es irgendwie gleichzeitig noch diesen Clash mit irgendwie, ja, diesem harten, kalten Beton. Ich weiß nicht, wie ich das gerade richtig ausdrücken soll. Also da sind richtig coole Outfits mit dabei, auch super gestylt. Ich mag Taeyong mit diesen roten Haaren, ich glaube, das steht ihm richtig gut. Man erkennt ihn immer wieder, also ich glaube, das ist so ein bisschen das Gesicht von NCT, weil man den immer wieder erkennt. Den Rap-Part fand ich jetzt nicht ganz so stark, aber ich war jetzt wirklich erstmal so geflasht von dem ganzen Optischen. Dieser Boden sieht ein bisschen aus wie die Kugeln vorhin. Taeyong, wie kann man überhaupt so einen Kieferknochen haben? Wo das wohl gedreht wurde, ich weiß nicht, das sieht nicht aus wie Korea. Boah, dieses Bild, ich weiß nicht, wie er heißt, der ist mir schon früher aufgefallen, aber das Bild mit dieser Tür, oh, mit diesem Weiß gegen diese schwarzen Haare und das hier auch, warte mal. Ich meine, was ist denn das für ein Bild? Das ist einfach so schön. Und er sieht so toll aus, wie der da drin sitzt und dann mit diesem blauen Hemd. Und ich glaube, ich komme nicht durch dieses Video durch, ohne ständig zu stoppen. Diese Tür! Geil! Und dieses Graffiti sowieso. Das sieht auch richtig komisch aus, aber cool komisch. Oh, Taeyong mit diesen Haaren und diesem Mantel. Der kann auch so gut tanzen. Oh Mann! Mann!
Das kennst du, der ist doch voll jung. Und wer bist du eigentlich? Oh mein Gott, warum hast du solche Lippen? Stopp. Okay, warte mal. Erstmal, wer bist du? Wer hat dir erlaubt, so eine Schnute zu haben, aber viel besser, also jetzt mal von der Ästhetik mal, und von den Kontaktlinsen abgesehen, die richtig cool blau sind, mit diesen blonden Haaren, das passt super schön zusammen und diesem weißen Rollkragenpulli und dem schwarzen Mantel. Okay, ich wollte nicht darüber reden. Finde ich diese nächste Szene so toll, weil er sitzt auf so einem Stuhl und er kippt so nach hinten und alle anderen Stühle kippen mit ihm auch nach hinten und das sieht total cool aus. Das ist eine total schöne Idee irgendwie. Oh, diese Kamerafahrt ist richtig cool. Und dieser Shot, dieser Gegenshot. Oh Mann, okay, Moment, das geht gerade nicht. Also, erstmal die Kamerafahrt mit diesem Grün und diesem Beton ist richtig cool. Und dann eben dieser Gegenshot, wirklich, wie man auf den einen von oben runter schaut, mit dem Hinterkopf des anderen in der Unschärfe. Das sieht richtig cool aus. Oh. Ey. Oh. Uniform sieht so gut aus, aber der Hintergrund von dieser Uniformszene ist furchtbar. Hier siehst du nicht so schön aus, Öhrchen. Ich nenne ihn jetzt Öhrchen. Ich habe eine neue Welt gesehen. Okay, also NCTU, ja, oh ja, oh ja. Es habe ich beim ersten Mal nicht geirrt und ich habe mich jetzt auch wieder nicht geirrt. Das ist richtig, richtig cool. Es ist einfach irgendwie schön, ein Stil, den ich irgendwie, ja, den mag ich. Also es ist mir nicht zu poppig. Es ist eigentlich sehr wenig poplastig. Es ist so ein bisschen dystopisch, das finde ich richtig, richtig toll. Das ist super schön und wie gesagt, also einfach wow, diese Ästhetik ist so, so schön. Okay, habe ich genug davon erzählt? Also ich finde das jetzt schwer zu sagen, ob jetzt zum Beispiel jeder gleich viele Parts zum Singen und Rappen hatte, obwohl ich immer das Gefühl habe, dass Taeyong und Mark eigentlich überwiegen. Und der eine, der so schön singen kann, der mit der weißen Tür, ich glaube, die haben am meisten. Win-Win habe ich das Gefühl, der macht irgendwie nie was. Also auch in den anderen fand ich immer, der ist nur da drin, weil er irgendwie richtig coole Wangenknochen und Kieferknochen hat und das super toll aussieht. Dann gibt es noch Öhrchen. Ich nenne den jetzt so, weil ich nicht weiß, wie er heißt. Öhrchen mit dieser Schnute und diesem, ja, relativ süßen, runden, kleinen Öhrchen, die so abstehen. Der ist ein bisschen cool. Jetzt das Wichtigste, die Musik. Ich glaube, das ist richtig cool. Also, wenn man das noch lauter dreht, ist das so richtig schön. Und okay, es ist jetzt kein super fröhliches Lied, aber das muss es auch gar nicht sein. Also, es hat trotzdem einen schönen Beat auch drin. Wenn man eben gerade nicht so den klassischen K-Pop mag, hey, da ist eine neue Band oder ein neues Lied auf jeden Fall von NCTU. Jetzt gehen wir über zu den nächsten Teilen, weil es kommt ja noch NCT Dream und NCT Iriche. Mal gucken, wie die werden. Das heißt, ich sehe euch bestimmt gleich wieder im nächsten Video und ich sage erstmal Tschüss, bis dahin, macht's gut!